me away. Throw my body about in an ocean of who I am, who I am destined to be, who I will become. Light me up, giant star, put your heat on me. This is all that I can be. Take me up, giant star, put your heat on me. And it's all I wanna be. The purpose of a life, the secrets in a bowl, the keys to growing old, key to my soul, keeping to the path, the steps we've gotta take, build upon the frame, build until you break. Light me up, a giant star. This is all that I can be. Take me up, the giant star. Pour your heat up. Hier, muss auch nicht perfekt. Hey, Killer! Respekt, du hast du jetzt schon geschafft. Was meinst du? Hä? Geht noch, oder? Ja, super. Gut, ne? Ja, das ist jedenfalls. Hier, sag, ihr besser wie unsere Kabine. Endlich mal einer, der sich auch um unsere Mannschaft Ja, ja. Was? Aber hier kommt kein Sponsor, ne? Der Tischler macht so eine Lösung. So, Tischler Wir haben die machen wir Cubes so. in der Mitte und der macht so einen ausfaltbare Tisch. Geil. Weil die Profis ziehen sich, Entschuldigung, die Schiris der Profis ziehen sich hier unten. Ja, weil ihr gesagt habt, wir kommen Viertes rein. Ja, sonst. Und Wie viel. sonst hättest du wieder alles alleine machen müssen. Ne, du weißt, mit mir Bist hast du hier? einen richtigen Handler. Ja, so bis halb zwei. Genau, du bist Ingenieur, oder nicht? Eigentlich ja. Ja, dann machen wir ein paar Pläne. Was müssen wir alles machen? Weißt du, was wir machen müssen, ohne Witz? Wir Wolltest du müssen- eine Wand rein? Nein, nein, nein. Nein, die Wand ist weg. Mann. Ich habe mir Mühe gegeben. Der checkt nicht, dass die Wand weg ist. Was? Ich habe hier noch nie reingeguckt in 8 Jahren. Die rausbarbare Dinge, weißt du nicht mehr? Diese riesige Ja, doch, aber ich habe mich nie darum gekümmert. Ne? Der sagt, ja, genau, weil du so ein Superstar Da bist. kommst- da Und kommst die du auch Abend nicht bringt raus, dir was, ne? So sieht's aus. So, heute wird aber gearbeitet. Ja, erzähl. Hier, Beton, das muss anbetoniert werden. Okay. Ja. Noch Farbe, um den Raum über brauchen wir noch Farbe, um den Raum überzustreichen. Das ist ein Schrankbeiz. Die ganze Zeit überall Qualität, Qualität, das ist nur ein Schrankbeiz. Ja, also zum ersten war die Farbe der Kabine ein Horror, muss ich sagen. Dieses Orange und Grün. Jetzt ist sie in fairer Farben, die man dann wahrscheinlich dann sehen kann. Schwarz-Weiß finde ich richtig gut. Tisch in der Mitte mit eigener Schublade, wo man Sachen reintun kann, sie versperren kann. Also finde ich richtig gut. Sitzkissen zum Spieltag, damit man auch bequem vorm Spiel sitzt. Einige Spieler sind dann in ihrer Freizeit dazugekommen und haben geholfen. Ich persönlich auch. Ich war auch ein-, zweimal da. Und dann natürlich Alex Wall, der da ein ganzes Stück geleistet hat. Kannst du die 3 Euro mitnehmen? Aber das ist wie 1 Euro, um meinen Einkaufswagen abzuholen. Du musst natürlich. Ich lasse es einfach stehen, das ist mir 1 Euro wert, diesen Weg zurück, weißt du? Ja, du bist reich. Ja, aber dann kann man sich das so vorstellen. Du bist ne? reich, dann kann man, Ich den, hab heute Einkaufs Euro zum Training kann man zu den, gehen. den Einkaufswagen auch einfach auf dem Parkplatz stehen lassen. Ja klar, 1 Euro. 1 Euro und der nächste kann nicht fahren. Ja, und ich spende auch 1 Euro einen Fremden. Das ist eigentlich eine altruistische Sache von mir. Oder. Ja. Oder Faulheit. Ohne Faulheit. Aber man muss auch so ein Training aufs ganze Jahr hochrechnen. Das ist ein schöner Bonus, den du am Ende Ja, bekommst. Haxi hätte 7 Euro verdient diese Saison. Ah, 6,50, der ist einmal abgehauen. Ja, wir machen die Kabine neu. Erik misst gerade schön die Abstände ab für die Schuhe. Die Jungs bringen gerade den Müll weg.
müssen wir noch den Raum hier vorne etwas streichen, die Regale anschrauben. Und dann war's das für heute. Unaware of where my heart would flow, I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom. Also neulich mit, was du gegessen hast neulich, das war super. Mit Zwiebeln, ne? Ich hatte Pfefferrahm, du hattest Zwiebeln, glaube ich, ne? Du hattest Pfefferrahm. Du hattest Champignons. Ich dachte, ich hab's ganz normal, oder? Versuch noch, weil ich unterwegs bin, schlechtes Netz für Video. Okay, kein Problem. Okay. Hi Alex. Was geht, Leute? Alles gut bei euch? Hi, hi. Ja, wir haben gerade... Wie geht's dir, ist die Frage. Ja. Ja, seit Mittwoch besser, ne? Ich habe Montag, Dienstag noch Medikamente genommen, weil es gar nicht ging. Meine Mama hat mir da ein paar Sachen gemacht und seit Mittwoch besser. Und jetzt mal gucken, ne? Geht langsam. Aber du bist positiv, du hast definitiv Covid, Ja, oder genau. was? Ja, genau. Das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt heute nicht dabei bin. Sonst Ja, ja. natürlich kommen. Ja. Sonst ist man für erste Fälle immer da, ne? Nach Italien reisen musst und so macht Ich möchte im ersten Sinne, dass wir in der Lage sind, im Trainerteam, im Staff, alles selbstständig zu organisieren und umzusetzen. Ne? Uns das nicht alles so einfach wie möglich machen und sagen, wäre doch einfacher, wenn die das für uns machen oder der oder sonst wer, sondern dass wir selber dafür die Ärmel hochkrempeln für viele Sachen. Ne? Erste Woche Spielaufbau, Passspiel, zweite Woche Pressing-Varianten, Zweikämpfe, dritte Woche Offensivspiel, das heißt Spiel in die Tiefe, lange Pässe, Flanken, als Extrapunkt habe ich Boxbesetzung mit aufgeschrieben. Und jetzt wäre die Frage, wie wir die vierte Woche konzipieren. Allein Gegenpressing nehmen. Wir haben Pressing an sich, wo der Gegner den Ball hat, aber hier Umschaltspiel nach Ballgewinn. Wenn wir 10 neue Spieler haben, ist es nicht verkehrt, 2, 3 Einheiten rein gegen den Ball im Spielaufbau des Gegners Pressing zu machen. Und dann doch eine ganze Woche für sich nur in Gegenpressing. Und das sind für mich zwei verschiedene Themen. Ja, du hast recht. Also Woche 4 würde ich auch nochmal Pressing. Also die Jungs starten am 26.06. mit den individuellen Plänen für 2 Wochen. Wir starten am 10.07. dann auf dem Platz. Genau, und dann quasi haben wir 5 Wochen Vorbereitung und am 13.08. Saisonstart. Oh yeah. Hi. Tag. Hallo. Ja, so viele Boxen nicht, ne? Ich war schon Hast du da, wo es noch mehrere Kisten gab. Hallo zusammen. Hast du noch mehr LKWs, großen LKW dabei für die Sachen hier? Nee, so viel. Muss ich alles mitnehmen oder was? Heftig. Das gehört aber nicht alles sonst, ne? Ich hab eine Kiste. Ja? Überschaubar. Nicht die falsche Kiste, ne? Nee, da haben wir schon. Da waren nicht die pinke Sachen in S, sondern. Also, ich habe das jetzt wie folgt gemacht. Hier sind eure T-Shirts. Eure T-Shirts. Hier ist alles drin. Aber für die 2 Bestellungen in eine Kiste sozusagen. Hier ist alles drin. Ja, klasse. Das heißt alles da. Und manchmal Alles da. muss irgendwas nachgeliefert werden oder sowas. So kenne ich euch. Qualität. Ja, Ich danke dir. danke. Ciao Pascal. Tschüss. $18, 22, 18 ist ja, die höheren Nummern warten wir erstmal ab. Was fehlt? 8. Ja. XL, ne? Weil ich Was weiß ich, ein bisschen Professionalität. Nochmal. Geh mal weg, das blöd mal. Ey, wir arbeiten hier. Ist der ein Clown oder was? So. Weg, austauschen. Ja. Sehr gut. David hat sich extra dafür die Richtiger Müll, ey, was denn? Ja, Motto. Sehr schick, muss voll lachen. Sehr schick. Und dann sofort Trainingsklamotten anziehen, ja, und dann gehen wir raus. Aber ich will
jetzt einen Strich unter den ganzen Sommer ziehen. Ja, ihr seht, die Kabine ist mega geworden. Vielen Dank an die Leute, die da geholfen haben. Heinz hat das Ganze gemanagt, hat er richtig mega gemacht. Ihr habt jetzt alles, was ihr braucht. Okay, bedingungsmäßig, wirklich auf dem absoluten Top-Niveau. Die Trucker kommen in den nächsten Tagen an. Ihr kriegt ein richtig geiles Gym hier. Ihr kriegt alles, ihr bekommt alles. Aber keiner kann jetzt sagen, dass wir das Zeug nicht haben, um erfolgreich zu sein. Jetzt aber möchte ich, dass das ganze Thema vergessen ist. Danke, Tufan. Jetzt möchte ich, dass ihr nur an Fußball denkt. Und dazu habe ich noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Und zwar das Wort Talent. Seit April oder sowas höre ich von der ganzen Welt gefühlt, alle reden über Talent in diesem Kader. Was es für ein Mega-Talent in diesem Kader gibt. Schaut euch um. Das ist wahr. Das ist definitiv wahr. Hier steht sehr, sehr viel Talent vor mir. Aber wir möchten, dass eins ganz klar ist. Talent ist nur ein Bruchteil von dem, was ihr braucht. Okay, nicht nur im Fußball, sondern im echten Leben. Nur mit Talent kommst du nur so weit. Wirst du absolute Top-Leistungen erzielen, brauchst du Fleiß und Kenntnisse und Skills ohne Ende. Fleiß, das muss von euch kommen. Also wir reden als Witz über Qualität seit 2 Jahren. Jetzt will ich Qualität sehen. Jetzt wollen wir Qualität sehen. Wir wollen sehen, dass ihr trainiert, so wie ihr spielt. Seid ihr dabei? Ja. Seid ihr dabei? Ja. Okay, dann let's go. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. What you used to. It's all part of the game. I just gotta go hard. Yeah. Oh yeah, the beat's back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that when it's all said and done. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Go hard. Beeilt euch da mal jetzt! Pizza wird geil! Thomas, warum trinkst du nichts? Ihr seid so unnötig, ne? Ja, wir treffen uns da oben gemeinsam mit der Mannschaft, hören Musik, essen ein bisschen Pizza, einfach um den Mannschaftsgeist zu stärken, ne? Um miteinander ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja, so als Teambuilding, ein paar zocken Tischtennis, ein paar zocken FIFA. Und ein paar Mannschaftsabende atmen dann ein bisschen aus, aber ansonsten macht immer Spaß. I love when the good news coming in on a day-to-day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I love to give. Give and take, and I love to see the bros hitting milestones. Gon' get your shine on, brighter than an iPhone screen. Anybody tryna take a piece of pie home, try a song, shape a stick or drop them like a pine cone. Conversations about the goals and the gold that I'm sitting on. All I hear is low ballin' digits if I listen to them. No need to counter if it's disrespect. Swam with sharks on how to bite my way out fishing nets. Yeah, I see the light at the end of the juice, got me swinging for the fans. Always look the light through a different lens. Sevens every time I put that lever. I love when the good news coming in on a day-to-day. Also Montagstraining ist halt bei uns so, Spieler, die gespielt haben, gehen zum Regenerationstraining und Spielerersatztraining ist halt für all diejenigen, die nicht gespielt haben. Die müssen dann eine intensive Nachholeinheit haben und ja, dadurch wird so ein bisschen so ein Ausgleich erschaffen. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the molly ball. Wenn ich irgendwas grammatikalisch falsch mache, dann löschst du das, ne? Natürlich. So, ich hab auch safe. Ich hab Safe-Sprachfehler drin. Ein Stürmer kommt von hinten, köpft den Ball runter und dann macht so. Hast du diese Clips gesehen? Ja, die dachten auch, dass sie keinen Gegenspieler haben.
Du brauchst nicht zu denken, dass du kein Gegenspiel hast. Geh immer davon aus, dass was kommt. Ja? Okay, einfach erzähl mal warum du gerade nicht mittrainierst. Ich habe seit Dezember habe ich einen Kreuzbandriss und vor 2 Monaten wurde ich operiert. Deswegen spiele ich nicht, trainiere ich nicht, besser gesagt. Vermisst du es, wenn du hier sitzt? Auf jeden Fall. Wie lange kannst du schon nicht mehr spielen? Seit Dezember, 4. Dezember, um genau zu sein. Wir hatten bis jetzt nur ein Spiel, ne? 3 schon. 3, ja, sorry. Ja, alles gut. Ja, ich denk, das wird alles gut sein. Ich habe auch das Gefühl, wir werden irgendwie aufsteigen. Weil wir haben sehr talentierte Jungs in der Mannschaft. Und ja, die Saison wird irgendwie Spaß machen auch. Wie jedes Jahr auch, ne? Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Nein. Ich will noch was sagen. Seit 10 Jahren bin ich hier. Und du? 3. Warst du nicht mal auch bei Dortmund? Bochum? Nein? Mal. Sie hat eventuell. Oder sehen wir ihn eher als Wingback? Ich würde ihn jetzt eher nach außen kommen. Ja. Das sind nur die Spieler, die die Position bekleiden. Deswegen der Gedanke, was ist denn, wenn wir nach außen hängen? Was ist, wenn wir nicht ins Zentrum hängen? Was würde passieren? Es würde Folgendes passieren. Thema kennen wir ja. Er trennt das Feld. Ja. Die Frage ist, was macht er? Macht er die Mitte zu oder macht er hinten zu? Der macht ihn zu. Mitte zu. Nein. Ihn zu, ne? Ja. Genau. So. Er trennt, er macht dazu. Bleiben eng. Er wird wahrscheinlich übernehmen. Und er schiebt raus. Das wäre die Option. Oder man sagt jetzt, wenn das so der Fall ist, fällt die 6 dazwischen. Auf Dreierkette. Und der geht rüber. Also wenn ich kannst du auch machen, dann kannst du hier höher spielen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich an der möglichen Folgeaktion, an der nächsten Aktion denke, dann denke ich, sind wir besser bewaffnet, wenn das wirklich der Sechse ist, der das macht, weil sonst haben wir keinen Befreiungsschlag, weißt du? Wenn wir den Ball erobern, dann haben wir keinen Wingback, um anzuspielen. Wir haben keinen Pass ins Mittelfeld. So, das heißt, wir stehen von Anfang an eigentlich eher in einem 3-4-3. Ja. Dann haben wir hier die Breite eigentlich auch besser besetzt. Ne? Spiel wäre gleiche. Ne? Zack, zack, zu. Pass nach da, raus. Anlaufen. Und der Weg wäre ein bisschen kürzer. Der Weg ist kürzer und das ist ein klassischer Libero. Und dann hast du ein 2 gegen 1 da. Und sollten wir den Ball erobern, hast du einen Diago als Befreiungsschlag. So. Der Nachteil, wenn du ihn jetzt in die Dreierkette ziehst und die natürlich hier übers Zentrum eröffnen und wir es nicht gut zubekommen, haben wir natürlich ein Problem. Dieses Bild für Kamera. Weißt du, wie krass du aussiehst mit kurzen Haaren? Du bist ein kleiner Mann, oder? Das ist meins, Bruder. Nein. Ey, warum ist der Parkplatz so voll? Das geht schon wieder ab. Die meinen, die wollen Autogramm. Das wird rausgeschnitten. Yeah, noch da. Ich hab dabei sie ein Bild, Bruder. Ja. Nein, das ist schon auf uns Bruder, schreib doch Alessio jetzt wegen Schuhe. Junge Malik, Digga, wegen dir, Junge Mann, Alter. Ich hab 20 Mal gesagt schon. Ihr müsst das reinschneiden. Zeig mal, das kann man. Was? Bruder, ich schwöre, ich heule. Das ist David. Ey, ich hab Hier haben wir Erik Peter. Oh, mach mal ein Foto, Bruder. Junge, wie soll ich denn ein Foto damit machen? Kein Foto, halt doch mal fest. Bruder, die machen einen Screenshot. davon. 1, 2, 3. Hey, Erik. Wir haben gesagt, wir wollen das hier, er hier anläuft, damit diese Seite komplett zu ist. Richtig? Ja? Öffnet er, dann hast du ein 2 gegen 1, das ist machbar. Dreht er aber, spielt den Tor wieder an, dann wird es richtig eklig. Weil wenn er einigermaßen Fußball spielen kann, hat sie diesen Ball. Ein Russe. Malik, hast du Bock auf Training? Junge, alles, Bruder. Du bist Und was sagen Sie heute zum Spiel so? Also ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Ne? Ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein. Hier ist David, hat gute Leistung gezeigt. Was sagst du, du hast heute Lust auf Training? Klar, immer motiviert. Top. Ilja? Ey, alles gut. Bruder, warum stellst du die Schuhe nicht, Digga? So. Wie findest du deine Karriere bis jetzt? Ja, bis auf ein paar Defiziten. Gerade im letzten Jahr war es, glaube ich, ganz ordentlich. Und in Zukunft kann es ja nur besser werden. Leg dir erstmal noch Zahn. Und was sagst du, wer ist Stammspieler dieses Jahr? Das sage ich nicht zu. Leg mal wieder zurück hier. Das ist gut. Utscher. Sag doch ich, Bruder. Sag auch Ja, du bist verletzt. Wärst du fit, ja? Ich, Bruder, ich. Von deiner Seite. Macht das richtig gleich beim Anziehen, Digga? Nein. Wir haben auf jeden Fall für Content gesorgt. Ne? Dass da auch ein bisschen Leben in die Bude kommt.
zu 17. auf K2? Nein. Hi, grüß dich. Sag mal, können wir morgen bitte die WO2 haben fürs Spiel? Morgen Nachmittag brauchen wir die. Hast du Daniel gefragt? Ja, okay. Ist die Kamera gerade hinten abgeschlossen oder kommen wir da dran? Ah, okay, alles klar. Schau mal, wäre nett, wenn er sie zum Laden steckt diesmal. Bitte was? Wäre nett, wenn er sie diesmal zum Laden steckt. Ja, wäre schön, wenn du die nochmal anschließen würdest zum Laden. Danke. Ciao. Wir dürfen nicht mehr so über Schwänze und so. Oder nicht. Ey, David, heute dürfen wir mal nicht über Matt lassen. Wie bist du hingekommen jetzt? Die Frage ist, ob die Altherren heute kommen. Die waren die letzten Wochen nicht da. Wenn die heute nicht kommen würden, könnten wir mit der Dritte den Platz tauschen und wir hätten den ganzen K2 für uns. Die dritte Mannschaft ist auch K2. Ja, dann wird die dritte Mannschaft Ja, auf wenn die nicht unsere da sind. Hälfte gehen. Und wenn die Altherren nicht kommen, hätten wir den ganzen Platz. Ist halt die Frage, ob die Altherren da sind. Okay. Es geht trotzdem um die A-Jugend oder nicht. Wenn die A-Jugend nicht da ist, dann haben wir den ganzen Platz. Fertig. Das ist richtig. Oder jetzt? Ey, warte, Bruder, warte. Sie hat so wirklich geworden, ne? Wir machen so. Der ist frech. Ne? So Kamera aber, ne? Hier, so. Oh mein Gott, er macht den. Oder wir bluten beide rot. Bevor die gleich checken. Ach ja. Mach du mal überall drüber. Ich hab gesagt, leg diesen Stift weg. Hab ich's nicht noch vor einer Woche gesagt? Ich weiß nicht, wann den wieder hergeholt hat. Ich hab's vor einer Woche noch gesagt. Das ist eine Woche her, ne? Das ist noch nicht länger her. Ich hab's gesagt. Shit aus des Jahres. Ich kenn euch einfach zu gut. Von Ja, hier. Versteckt beim Tee. Ist das gefilmt? Ehrlich? I hope so. Ja. Emily, das wird nicht rausgeschnitten. Ja, das kann jedem passieren. Aber bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit höher wie bei anderen. Ey, das ist unfair. Da liegt ein rotes. Du laberst da rum. Aber kurze Frage noch. Ist dir das zufällig letzte Saison auch schon mal passiert? Ja. Kann sein. Warte mit einer Tafel, die da Ja, ist. hinten steht zum Beispiel. Es kann sein, dass. Das ist hier, ne? Hol mal Desinfektionsmittel, dass wir das auch. Das Problem ist. Die Namen sind immer noch da. Die Namen sind immer noch da. Die Mannschaft spielt immer. Ja, das ist auch versucht wegzumachen. Umut spielt immer hinten links. Ja, in Kiech länger. Das ist das Ausstellung von Kiech länger. Haben wir hier Desinfektionsmittel? Hier diese Tücher. Also wir brauchen etwas, um dieses Zeug hier, guck mal, wegzukriegen. Das kommt aber weg. Und wir brauchen gleich einen neuen roten Tafelschreiber, weil das hier aller wird. Für dich. Ja, wie neu! Ja, klasse, Preis. So, ich setze mich wieder hin und ich lasse Cemek an die Tafel arbeiten. Also leicht rötlich bleibt. Ich hatte heute mit einer Arbeitskollegin eine Unterhaltung, warum manche Leute mehr verdienen wie andere. Obwohl sie auf den ersten Blick gar nicht mehr arbeiten. So. Weißt du? Okay. Hast du gesagt Qualität? Dann habe ich ihr erklärt, dass das ein gewisses Gehalt auch von der Verantwortung abhängt von etwas. Ja, ja. Das heißt, du hast mehr Druck, du trägst mehr Verantwortung. Ja. Deswegen stehe ich an der Tafel. Wow. Das war so richtig so. Wow. Wow. Ja, ich bin so stolz auf dich, dass du an einer Tafel stehen darfst. Das ist, du hast wirklich vom Dach gesprochen, vom Dach aus. Nein, du hast wirklich was nicht geschafft im Leben. Nicht. Guck mal, hey Mama, weißt du, was ich heute getan habe? Ich habe heute an der Tafel geschrieben, weil ich so geil und verantwortungsvoll bin. Nicht dürfen. Ich bin so stolz auf dich, Cemek, du bist der Beste. Nicht dürfen. Er hat von oben herab. Dann alle umliegen
Regeln. Das heißt, wenn hier, dann die und die auch noch. Wenn hier, dann die. Was nochmal? Wenn ich hier zwei. Ja, wir machen jedes Jahr einen Mannschaftsabend bei Matt, bei unserem Co-Trainer zu Hause mit seiner Familie. Es wird schön gegrillt, die Jungs müssen, die Neuzugänge müssen singen, haben Aufgaben zu machen. Warte kurz, Nagelsmann ruft an. Du musst auch singen! Ja, dann mach von vorne mit Text! David! Be free! Just the law! And to stay by! Freunde der Nacht, erstmal ein herzliches Willkommen zu unserem Mannschaftsabend. Baby, make it bend over. Baby, make it bend over. Bend over, bend over. Und das Gefühl, es gibt schon wieder keine Ende. Und wir singen! Du gehst aber nicht so ins Bild, ist klar, ne? Du siehst aus wie ein Tourist, ey. Tourist aus England. Deswegen auch so weiß. Ja. Das ist bodenlos. Trainer ist fast am Umkippen. Er ist fast am Umkippen. Er sagt bodenlos. Fast am Umkippen. Matt am Jeder auf Lücke vorne. Jeder muss vorne auf der Lücke stehen. Wieso kriegen wir das nicht hin? Guckt hier hin. Guckt hier hin. Konzentriert euch kurz und dann haben wir es ganz schnell. Als erstes macht ihr nur ein Porträtfoto. Das heißt, ihr stellt euch einfach so hin, Porträtfoto. Das kommt in Sticker. So, danach macht ihr irgendeine Pose, irgendeine bestimmte. Okay, und Geste. Okay, weiter. Sehr gut. Gegen dein hässliches Gesicht haben wir nicht. Mike, Matt. Er hat erst Mike. Warte doch. Warum immer so weit weg? Sehr gut. Guck mal. Besser geht's nicht. Weltklasse. Da das andere ist hübscher. Irgendwas hier. Junge! Zu mir. Nein! Weg hier, Kinder! Komm zu mir. Sehr gut, du hast gerade zugeschossen. Ja. Ich bin stolz auf dich. Hab ich dich schon? Raus aus dem Bild! Der Platz ist riesig! Nein! Besser. Okay. Ruby. André, wie viel seid ihr? Jetzt normal! Ja! Gut, danke! Okay, hört bitte schon mal zu. Also ganz kurz schon mal
darauf eingehen, auf den Schwerpunkt diese Woche. Ja. Wir werden es gleich auch zu Beginn vom Training direkt in einem 11 gegen 11 einmal machen. Ja. Einfach nur lockere Abläufe, ja, damit einfach das Verständnis da ist, wie wollen wir überhaupt pressen. Okay? Wir werden den gesamten Ablauf einmal gleich kurz draußen darstellen. Ja. Aber machen uns erstmal warm. Auf geht's. Der Erste bringt den Ball zum Ersten, der Zweite bringt den Ball zurück, der Dritte bringt es zum Nächsten, der Vierte bringt es zurück, okay? Wo der vierte Ball wieder zu Hause ist, sind wir durch. Habt ihr das verstanden? Wenn der vierte Ball wieder zu Hause ist, sind wir fertig. Ja! Hey, was ist das für Reaktionen, Jungs? Wir wollen pressen hier. Vollgas, Vollgas. Okay, guck mal, genau wie Julie das macht. Hey! Was? Hey! Oh! Personal Trainer für Pferde sogar. Das wirst du machen. Ich brauche einen. Du hast ja ein bisschen Pferd anders gemacht, sag ich mal, ne? Okay. Besser gemacht oder schlechter? Viel besser. Ja? Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich, Baby. Aber es gibt ja immer mehr Verbesserungen. Was ist das Und mein Vorschlag ist einfach ein Personal Trainer. Also die Besten so? Nicht mal Vorschläge nimmt er an. Katastrophe, ne? Matt, ich liebe dich, ne? Matt, ich liebe dich. It's always there. Euch aber die Möglichkeit geben, ein bisschen Erfolgserlebnis zu haben, okay? Gerade die Stürmer. Die Frage kommt manchmal, ich sehe warum presst ihr die ganze Zeit? Ihr presst, damit ihr den Ball hoch gewinnen könnt, damit ihr möglichst einen kurzen Weg zum Tor habt, okay? Lauf an, lauf an, lauf an! Durchlauf, Ilja! Ilja, durch zum Torwart! Alex, von außen! Von außen! Von außen! Hol ihn den Ball! Stopp! Was ist eure Aufgabe? Einfache Frage. Ihr sollt pressen, ihr sollt den Ball holen. Ihr presst nie bis zum Ende durch. Gebt Gas. Gebt Druck drauf, okay? Lauft von außen ab. Ja? Das heißt, gebt mal Levin den Ball. Ja, Alex läuft durch. Spielt Torwart an. Alex läuft durch. Travis auch. Beide. Hey, beide Volldampf durch, okay? Und Alessio Sion kann abfangen, okay? Und komm. Flache Welle, ja, durch. Ah, billig. Stopp. Ilja. Du gehst Pressing-Tempo und dann, Jule, keine Flugbälle. Stopp. Beide gehen zum Torwart durch. Malik und Ilja auf den Torwart. Ihr steht wieder nur. Von außen bis zum Torwart durch. Ihr steht nicht eine Sekunde. Fight Dumping, komm. Lauf durch! Gut! Ja, scheiß Ball, Levi! Normal. Spiel den Ball nicht einfach weg! Druck! Levin! Flach! Bälle! So, Jungs, flach! 5-mal jetzt gesagt, ey! Lauf, Ja! Durch, Philipp, durch! Ey, direkt durch! Passweg durch! Ihr wartet nicht mehr! Durch! Sei beim Torwart schon!
Durch. Wach. Pinky an die Mitte. Gut. Komm, weiter. Ja, gut, Eli. Ja, Nico, rüber, okay. Und die Position könnt ihr mal tauschen. Bleibt so, ist nicht schlimm. Ja, darf durch, genau. Gut, Hannes. Gegenpressing, Pink. Alle bleiben drinne. Ja, Malik, gut, Junge. Gut, Malik. Das ist es. Alles in Ordnung. Gut mit dem Körper, Malik. Durch, David! Immer beide durchlaufen, ja? Natürlich kann er da durchspielen, aber es geht doch darum, dass ihr ihm Druck gebt. Es ist ekliger, von 2 Seiten Druck zu bekommen. Wenn ich 7 Leute anlaufen, ja, hast du mehr Druck, auch wenn die 10 Meter weit weg sind wie nur einer. Das ist so. Lauf bitte durch. Und komm. Ja, gut, Abschluss. Gut. Wenn er beide außen laufen durch. Beide. Ja, Nico, gut. Ja. Ist in Ordnung. Top angelaufen. Gut. Fabi startet. Ordnung. Ja, durch. Gut, Alessio. Stopp, bleib stehen! Gib Lukas den Ball bitte, bleib stehen bitte, komm zurück bitte. Ihr sollt anfangen zu pressen. Wenn Fabi den Ball von da spielt, spiel den Ball durch. Zeitlupe. Wann fangen wir an zu laufen? Wann fangt ihr an zu pressen? Gib ihm den Ball nochmal. Wie langsamer? Spiel den Ball runter. Sag jetzt, wann ihr meint, ihr sollt anfangen zu pressen. Wenn der Ball nicht vorbei ist, oder dürfen wir schon vorher abfangen? Bitte? Dürfen wir schon den Ball abfangen oder dürfen wir nicht abfangen? Spiel nochmal. Ich sage jetzt, wo ihr anfangen sollt zu pressen. Jetzt! Wartet bitte nicht, bis der Ball angekommen ist. Sofort loslegen, wo der Ball unterwegs ist. Wir fangen von Fabi an, bitte. Fabi, spiel den Ball normal. Fabi, komm hier runter, spiel den Ball normal. Und weiter geht's. Und fang an! Besser! Guck an, Pink, guck an! Aha, genau, was passiert da? Sehr gut! Die Wege sind kurzer so. Wenn er 10, 15 Minuten braucht, das Ganze jetzt auf dem Dreiviertelplatz. Smells pretty bad in there. Simon! Dein Zügen, Alter. Ey, ist das neu? Ja, das war schon immer auf Körper. Hier auch oder was? Ja. Musst du die Dinger in der Seite machen? Das ist auch Körper, das ist schon auch Beste. Aber die Dinger musst du. Wie kann man das jetzt machen? Das ist stark. Magic. Das ist richtig stark. Ja, hab ich auch gesagt. Geht das? Wie kann das denn knicken? Das geht doch so geht. Beim Richtungswechsel. Auch noch ohne Gegner? Ja, also wahrscheinlich schon Gegner. Ich wollte gerade Richtungswechsel machen und dann zeigen, aber das ist dann Richtungswechsel. Hast du das gecheckt? Oder Ich dachte, der hat so einen auf den gemacht. Ich dachte, der ist mit seinem ganzen Fuß weggeknickt. Aber Ja, sowas Kleines. Geçmiş olsun yavrum. Oder ich war bei Arthur. Welcher ist das denn? Ich kann nicht mal einen richtigen Schuh anziehen. Weißt du? Oh, ja, oh. Er kann nicht meinen Schuh anziehen. Aber ich trotzdem. Oh, please, baby, yes. Please. Ich bin gerade drüber gefahren. Wenn ich halt irgendwo die Luft abkriege, sei es Roller, Fahrradfahren, dann läuft die immer. Wenn der noch richtig schnurzt, ist gleich mal mit einem Tisch aufzufahren. Ich habe es keine Zeit gemacht, das mit dem Zeitrennen ein bisschen umständlich noch. Dann brauchst du noch voll nach Farbe. Boah, wir haben gerade erst angefangen. Ja, hinten noch ungefähr locker. Dann Tail machen und dann noch hintere Oberschenkel. Hintere Oberschenkel. Beide? Ja. Habt ihr ein anderes Gefühl wie bei den Testspielen? Ja. Ist anders? Ja.
ist nicht bei allen. Juliette nicht und Der Eismann hat keine Emotionen. Fühlt sich der Tag heute für dich ein bisschen anders an wie bei den anderen Spielen? Ja. Schon? Ich glaube, wenn das noch nicht bei allen angekommen ist, ich glaube gleich, wenn wir auf den Platz gehen und den Gegner sehen, spätestens bei Anpfiff, wird man merken, dass es wieder um was geht. Ja? Und dass das auch worauf es heute ankommt. Ja? Das heißt, wir müssen heute, ja, egal wie gut wir manche Spiele oder wie schlecht wir manche Spiele bestritten haben, wir müssen definitiv mehr investieren, weil ich glaube, in einem Wettbewerb, ja, ist man in der Lage, egal ob wir oder der Gegner, da ist man einfach in der Lage, noch mal ein paar Prozente mehr drauf zu hauen. Und ich will, dass wir die Mannschaft sind, die diese Prozente draufhauen. Nicht haltern heute. Okay? Was heißt das? Gibt es Momente, wenn ihr zurückdenkt, wo ihr sagt, hätte ich da vielleicht mehr gegeben, hätten wir an dem Spieltag vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt, dass es vielleicht interessanter gewesen wäre? Ja. Am Ende der Saison kann manchmal ein Spiel über vieles entscheiden. Ja? 1 Punkt, 3 Punkte. Ja? Und ich will einfach, dass wir, egal wann, ja, und egal gegen wen wir spielen, ja, wir in diesen 90, 95 Minuten bereit sind, ja, in diesem Spiel so zu kämpfen, als wenn es das entscheidendste Spiel unserer Karriere wäre. Okay? Das heißt, wenn wir da gleich rausgehen, dann gehen wir mit der Einstellung raus, dieses Spiel wollen wir nicht nur gewinnen, sondern es ist wichtig für uns, dieses Spiel zu gewinnen. Ja? Für jeden Einzelnen. Dass wir nicht irgendwie 3 Monate, 8 Monate, 12 Monate später irgendwo sitzen und sagen, da in Haltern, gegen Haltern. Ja? Hätte ich da mal ein bisschen, wäre ich da den Weg noch mit zurückgelaufen, hätte ich den Ball ins Tor geschossen. Ich will, dass wir uns in keiner Woche, in keinem Spiel nachträglich zusammensetzen und sagen, da hätten wir aber nochmal was machen können. Okay? Das heißt, es gibt kein hätte, es gibt kein würde ich, sondern ich will, dass wir rausgehen und einfach machen. Ja? Heute machen wir. Heute holen wir 3 Punkte, weil wir wollen, weil wir können, weil wir dazu in der Lage sind. Klar? Ja! Ja! Klar! Ja! Auf die Tore! It feels good, man. It feels good, right? Alright. Yo, I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them in the bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it, now they looking puzzled. They said I wouldn't take it, I to go and hustle. Get the bag, it ain't never getting fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Through the cracks, let the light pour in. Have a blast, let the drinks pour in. Take a risk like it's a short thing. Going in, yeah, I'm going all in. Getting flew out, yeah, you can bring a friend. Dive right in, let's go. No more than dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Dive right in, let's go. No more than dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. I just do see you later, no goodbyes. New flow. Verengt sich alles. Einfach mit links sprechen. Wir sind so frei. Wenn ich ihn anspiele, kann direkt einen Lauf klatschen lassen, er muss dann aber auch mitlaufen, damit ich wieder zurücklegen kann. Wenn ich ihn anspiele, wenn ich außen Ball kriege, ich spiele ihn an, er läuft dann im Zentrum, er hat Beispiele, er mir einen Lauf, ja, und er mir einen Lauf schickt, gehe ich aufs Tor. Er soll mal mitkommen, damit ich wieder auf ihn ablegen kann. Weil er kommt nicht mit, er bleibt immer so ein bisschen stehen. Если он скажет, что он тебе пас отдает на центр, и ты ему еще один раз пас даешь, чтобы он на гол ходил. И чтобы тебе тоже надо... Я понял. С ним, если он тебе может, и тоже... Wir haben ein Problem. Okay? Wenn der Tresi hat gesagt, wir wollen 3 Punkte und bedenkt eine Sache, wir führen. Wir führen. Das heißt, wir müssen alles investieren, ja, um Gegentore zu vermeiden. Und wenn das Spiel am Ende 1-0 ausgeht, haben wir gewonnen. Haben wir 3 Punkte. Wir versuchen natürlich aufs Zweite zu spielen, weil es beruhigt. Aber Fokus darauf, wenn die 0 stehen, passiert uns nichts, okay? Rausgehen. Unser I just do see you later, no goodbyes. New flows, new highs, through the dark clouds, see the blue skies. It will be I, you wait.
It's a new day. Ride in the storm like a new wave. Shake, shake, shake. Move it to the beat now. Got the heat now. Deep down, we know. Ich will aber keinen an Foul haben, Mann. RTW! Scheiße. RTW! Alles klar. Bleibt warm, Jungs, ja? Da ein paar Minuten. Gute Besserung. Alter, wie willst du von hinten sehen, Alter? Gib doch mal, gib dir was! Geh rein! Auf Leute! Alter. Ja!